So, zweiter Tag hier in Jordanien. Wir sind im Hilton der Zee und genau da gehen wir jetzt hin, zum Toten Meer. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir uns hier orientieren, weil ich habe keine Ahnung da hinten. Es ist eine ziemlich große Anlage und die ist direkt am Toten Meer. Und zwar haben wir direkt einen Strandzugang. Und wir werden jetzt erstmal ein paar Handtücher holen. So. Gibt es ein Strand- und Pooltuch? Thank you. Okay, und jetzt schauen wir uns das mal an. Moment. Infinity Pool, Beach und Beach Bar. Okay. Beach Elevator. Beach Elevator, das klingt sehr gut. Ich meine zum Strand. Ja. Das hier ist tatsächlich kein Pool, das hier ist nur Deko. Das ist Schade. Ja, schade. Kneippbad. Aber genau, das ist Kneippbad. Ja. Ja, Deko-Element. genau, das ist ein Deko-Element. So, und wir nehmen jetzt den Aufzug, weil wir direkt zum Toten Meer jetzt erstmal gehen, zum Strand. Und danach erst zum Pool. Und es ist alles ein bisschen hügelig hier, abschüssig. Es ist nicht sehr eben, deswegen darf man hier per Aufzug runterfahren. Das ist wirklich schräg. Ja, das ist echt schräg, dass man vom Hotel zum Strand mit dem Aufzug fährt. Hatte ich jetzt auch noch nie. So, ich bin mal gespannt. Jetzt müsste es hier aufgehen. Und du bist der Handtuchträger. Ich bin der Handtuchträger, damit ich auch irgendwas zu tun habe. Ja. So, jetzt schauen wir mal, wo der Pool ist. Ich meine, der Strand. Beach Elevator, nochmal einer. Okay, also man muss hier ein paar Höhenmeter irgendwie schaffen. Oh nein. Ich hoffe, es gibt auch Treppen. Es sieht aus, als wäre er gerade in Reparatur. Vielleicht haben sie auch Stairs. Ja, das hoffe ich, dass es auch Stairs gibt. Aber hier ist auch noch ein Pool. Ah, okay. Ach, das ist der Familienpool. Da vorne sind Treppen. Wo sind Treppen? Sag mal, die scheiß Fliegen. Excuse me? Are there stairs down to the beach? Yeah, just this out of service. You can't go this way. This way? Yeah, to the ladder. Ah, okay. Thank you. Okay, also wir müssen hier entlang die Treppen runter. Der Aufzug ist gerade nicht in Betrieb. Und, aber hier sehen wir schon, da ist schon der Strand. Da sieht man ihn schon. Da laufen wir jetzt hin. Ich muss nachher mal schauen, wie heiß es ist. Es ist auf jeden Fall sehr heiß. Ich schwitze jetzt schon und es ist, ich weiß nicht, was haben wir, 11 Uhr, glaube ich. Ja, okay, es ist nicht mal ganz so früh, also darf es ruhig auch heiß sein. So, und das hier finde ich sehr interessant. Hier minus 401 Meter unter Sea Level, also unterm Meeresspiegel, ist der tiefste Punkt der Erde. Links war Volleyball, nee, das Volleyball. Es ist ganz schön frisch und müssen wir aufwärmen. Volleyball wollen wir nicht, nee. Ja, auf jeden Fall 400 Meter unter dem Meeresspiegel ist auch der tiefste Punkt der Erde. Also nicht hier, wir sind ja hier im Norden vom Toten Meer, am nördlichen Zipfel sozusagen. Der südliche Teil, der ist, glaube ich, noch tiefer. Aber da fahren wir, ja, morgen fahren wir dahin. Ja, plus 5%. Was? Erklär's? Ach so, ja, wir haben ja, weil wir so weit unter Meeresspiegel sind, haben wir 5% höheren Luftdruck, also damit 5% mehr Luft und damit 5% mehr Sauerstoff in der Luft. Das heißt, ja, man ist hier, weiß ich nicht, belebter. Naja, also man merkt, dass man nicht so schnaufen muss, wenn man jetzt bei der Hitze Treppen hochläuft oder so. Im Gegenteil. Ja, also Ja, hoch momentan wird ja, aber hoch wird es dann interessant, weil... dann Spaß. Ja, genau. Ja, ich hoffe, dass sie bis dahin den Aufzug repariert haben, weil es ist ganz schön heiß. Ja, es ist genau das gegenteilige Gefühl wie auf dem Berg eben, wo man bei jedem Schritt schnaufen muss, weil man nicht genug Sauerstoff bekommt. Und hier atmet man einmal ein und gut ist.
Ah ja, okay. So, wir sind unten am Strand angekommen. Hier ist das Tote Meer. Jetzt haben wir gerade noch eine kurze Einführung vom Hotelpersonal bekommen, dass es sehr salzig ist. Das ist ja klar. Maximal 10, 15 Minuten und dann wieder kurz rauskommen und abduschen. Und der Sand ist auch schon sehr, sehr heiß. Und hier gibt es noch Schlammpackungen. Aber dabei... Ja, bitte sicher die liegen. Ich würde sagen, dass wir einen zweiten Schirm noch dazu holen. Ja, halt, noch eine. Ja, ja. Wie viele brauchen wir? Sollen wir alles sichern? Ja, bitte. Schnell, 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 sonst kommen die anderen Urlauber. Schnell, 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 schnell. So, der zackt unten. Ja, von wegen, die sind halt da oben. Ja, die sind da oben, scheiße. Egal. Egal. Nee, da, oder? Da, hier doch da auch. Ja, genau, da die mit dem blauen Schild. So, jetzt müssen wir halt erstmal ins Wasser, glaube ich. Ja. Wieder rein. Ja, ich gehe jetzt wieder rein. Dann gehe ich mit. Okay. Alles klar. So, nächste Runde. Wir haben eine Runde schon gemacht im Wasser. Jetzt schon zweite Runde. Ich habe mir jetzt nur mein Schwimmoberteil angezogen, weil die Sonne knallt so dermaßen runter. Das war richtig unangenehm auf den Schultern. Geht gar nicht. Deswegen habe ich jetzt mein Schwimmhemdle an. Oh Gott, und es ist so warm, das Wasser ist wirklich Badewanne. Und das Üble ist, draußen hat es 35, 36 Grad und dann geht man ins Wasser und es ist noch wärmer. Das ist super. Das ist nicht so abkühlend, aber... Ja, und man schwimmt hier. Ha, tada. Ich muss nichts machen. Es ist so salzig, dass man komplett auf dem Wasser schwimmt, also Man schwebt. kommt doch nicht runter. Schildkröte auf dem Rücken. Ja, Schildkröte auf dem Rücken, genau. Ja, Ich fliege. ja. Yeah. Und man muss sehr aufpassen, dass man von diesem Wasser nichts ins Auge abbekommt, weil das ist so super salzig, das brennt richtig. Also nicht zu empfehlen. Ja, und offene Wunden. Ja, offene Wunden ist auch ganz schlimm. Wenn man irgendwie eine kleine Wunde am Finger hat oder irgendwas, dann das brennt auch schön. Offene Wunden sind auch richtig, richtig angenehm hier nicht. Ja, hier schön in der Badewanne schweben. Und das Interessante ist, da hinten, das andere Ufer, ist Israel. Das hier ist die jordanische Seite. Und da drüben irgendwo ist die Grenze und das hier ist schon Israel. Und wir haben schon gesagt, theoretisch könnte man darüber schwimmen, weil es besteht ja keine Ertrinkungsgefahr hier. Man kann ja nicht ertrinken, untergehen. Und das Interessante ist auch, es heißt ja das Tote Meer, weil das Wasser so salzig ist, dass hier drin nichts leben kann. Kein Fisch, kein Lebewesen, keine Pflanzen, gar nichts. Also Auch Bakterien. Bakterien. Okay, Bakterien Das ist gibt es, einzig, aber Kleinstorganismen. ja, Sonst nichts. aber ansonsten gar nichts, ja. Genau. So, und wenn man versucht, irgendwie mit den Füßen nach unten gerade zu stehen, spürt man so ein bisschen was Kühles unten. So eine kleine Brise kühles Wasser, aber man kommt nicht wirklich hin. Da, du darfst übernehmen. Ich übernehme, okay. Kann ich das bedienen? Ja. 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 So, jetzt schwebe ich gerade durchs Tote Meer. Und zwar wirklich schweben, weil ich kann hier auch nicht tauchen. Ich gurke hier rum und lass mir die Sonne auf den Pelz scheinen, wobei die Sonne unglaublich krass runterknallt. Aber es ist halt echt schön. Also ich komme immer noch nicht so ganz klar hier auf das Ganze hier. Vor allen Dingen, dass wir hier 400 Meter minus unter dem Meeresspiegel sind. Und das ist völlig eigenartig und echt ein schwereloses Gefühl. So, jetzt gibt es gerade eine Schlammpackung.
Schlammpackung für die Füße. Naja, ich tue es doch ein wenig ausprobieren. Also das ist so ein Mineralschlamm, der soll sehr gesund sein und die Haut pflegen. Und ich weiß nicht, was genau für Mineralien drin sind. Viele. Viele, genau, viele. Ganz viele. Wie sie das heute schon auch machen. Beim bayerischen Fuß. Minus 430 Meter. So tief sind wir am Toten Meer. Ja, das ist im Grunde der tiefste Punkt der Erde. Und im Grunde, das ist ungefähr so niedrig wie das Niveau der Livestreams auf Pixel Connect. Und fragt man sich ja schon, warum man eigentlich hier schwebt, wenn man drin schwimmen will. Liegt natürlich am Salzgehalt, logisch. Und was macht Salz? Salz macht das Wasser schwerer. Und ja, das Wasser ist quasi so schwer, dass die Dichte vom Körper, von dem eigenen Körper, leichter ist und deswegen schwimmt man einfach oben auf. Und das Tote Meer ist ja eigentlich gar kein Meer, das ist ja zumindest so eine Art Binnenmeer, aber eher ein See mit allerlei Zuläufen, allerdings keinem Ablauf. Und das ist ein bisschen schräg, auch deswegen, weil das Tote Meer schrumpft. Jedes Jahr sinkt der Meeresspiegel so um 1 Meter. Und irgendwann, keine Ahnung, in 100 Jahren wird es das vielleicht dann nicht mehr geben, wenn das so weitergeht. Keine Ahnung. Den Aralsee gibt es ja beispielsweise auch schon nicht mehr. Bringt doch schon zum Nachdenken. So, wir sind zum Pool umgezogen. Waren gerade auch schon kurz drin. Jetzt chillen wir ein bisschen und gehen dann in den nächsten Pool. Und der Pool da drüben ist der mit der Poolbar. Da haben wir uns schon einen schönen Cocktail reingepfiffen. Der war echt lecker. Mango, wie hieß der? Mango Smash, genau, Mango Smash. Aber der Alkoholgehalt war jetzt nicht so besonders. Aber ich glaube, das machen die schon mit Absicht, sonst wäre man irgendwie in der Mittagshitze schon gleich komplett... Müssen sie die ganzen Alkoholleichen hier rauskehren. Ja, genau. Ja, und nachher schauen wir uns noch den nächsten Pool an, aber da gehe ich auf jeden Fall auch noch mal rein. Und der andere Pool, der ist hier drüben. Endlich wieder schwimmen. Endlich wieder schwimmen im Pool, ja. Hier am Toten Meer, direkt über dem Toten Meer. Leider ist hier so eine hässliche Glaswand, sonst wäre das so ein total cooler Infinity Pool hier. Aber ich vermute, da sind vielleicht schon ein paar Leute reingesprungen oder runtergesprungen, beziehungsweise. Deswegen haben sie wohl hier eine Glaswand hingemacht. Ja. Also das Wasser ist echt warm auch hier, aber ein bisschen kühler als das Tote Meer. Es ist eine leichte Erfrischung. So, das Wasser an der Poolbar war ein bisschen kühler. Ja, aber es geht gerade so. Geht gerade so. Das ist ein Luxusproblem, Ja, dass der Pool zu warm ist. ja, das stimmt. Das ist heute definitiv ein Luxusproblem. Ja. Der Pool ist zu warm. Ja. Immer diese Luxusprobleme. Ja. Im Hilton. Ja. Genau, ich weiß gar nicht, haben wir das schon gesagt? Wir sind im Hilton Dead Sea, haben wir uns 2 Nächte gegönnt hier, um unseren Urlaub hier chillig anfangen zu lassen. Und morgen reisen wir dann weiter nach Petra sind wir morgen, genau. Genau, morgen fahren wir zur Petra und werden uns dann dort das mal anschauen. Aber heute ist erstmal noch chillen angesagt. Mit Costa Rica Shirt. Ja, wo ist denn das her? Das sieht man jetzt nicht. Oh, ach so. Ja. Oh, das wir gekauft haben. Ja. Kein Schimmer. Aufgehört? Oh, verdammt, hat es jetzt überhaupt irgendwas aufgenommen die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Da waren auch 2 von
Waren auch 2. Ja, aber hier ist Schatten jetzt. Ich weiß nicht, ob ich vorhin aufgenommen habe. Ich glaube, ich muss das Ganze jetzt nochmal erzählen. Verdammter Mist. Also wir haben 3 Eiskaffee bestellt. Und in manchen Ländern muss man aufpassen, wenn man Eiskaffee, also quasi Iced Coffee bestellt, dann bekommt man einfach einen schwarzen Kaffee mit Eiswürfeln. Und deswegen muss man das oft dazu sagen, dass man eben ein Iced Cappuccino oder sowas in der Art haben möchte. Ja, eben. Wir sind hier an der Poolbar im Hauptpool des Hotels. Wunderschön angelegt, wirklich sehr, sehr chillig. Haben auch einen Schattenplatz abbekommen. Und hier drunter ist nochmal ein kleiner Pool. Und da drüben ist eben das Tote Meer, wo wir vorhin drin waren. Das hier ist unser Hotel, das Hilton Dead Sea. Es ist wirklich ein wunderschönes Hotel, leider etwas teuer, also mehr wie ein Tag hier war leider nicht drin. Aber für einen Tag haben wir es uns jetzt einfach mal gegönnt und jetzt werden wir unseren Iced Cappuccino genießen hier an der Poolbar und vielleicht auch eine Kleinigkeit essen, so ein Snack. Weil jetzt irgendwie zu den Restaurants gehen ist ein bisschen aufwendig und heute Abend gehen wir vielleicht wieder in die Mall, mal gucken, wir wissen es noch nicht sicher. Ja, und ein bisschen Zeit haben wir hier noch und chillen hier im Wasser. Pixel, erzähl doch auch mal was. Eiskaffee. Hand, ja. Ja, das ist schon alles erzählt. Ich erzähle immer alles doppelt. Das ist das Problem. Ja, wir bekommen jetzt unseren Eiskaffee. Ja, stimmt eigentlich. Okay. Ist es auch Eiskaffee? Ja, ja, natürlich. Aber du hast so lange erklärt. Ja, ja. So, wir werden unseren Tag am Pool hier so langsam beenden. Wir haben jetzt alle Pools durchprobiert. Wir sind schon komplett eingeweicht. Ich hatte schon komplett schrumppelige Finger hier. Und wir haben leckere Cocktails getrunken. Wir werden nachher noch was essen gehen. Ja, und damit geht unser schöner Tag hier am Toten Meer schon zu Ende. Aber der Urlaub geht ja weiter. Wir fahren ja morgen zur Petra. Und erstmal Abendessen nachher. Das ist auf jeden Fall noch wichtig. Und da freue ich mich schon drauf. Und jetzt hier noch 10, 15 Minuten rumchillen. Dann geht es erstmal ab ins Hotelzimmer. So, wir packen jetzt gerade, um ins Hotelzimmer zu gehen und uns fürs Abendessen fertig zu machen. Aber das muss ich noch schnell zeigen. Das hier ist mal ein Hammer-Sonnenuntergang. Also wunderschön. Wie aus einer Postkarte. Ja, davon muss ich jetzt noch ganz, ganz viele Fotos machen von diesem Sonnenuntergang. Und dann geht's ab ins Hotel. Mal kurz duschen, fertig machen und dann geht's ab in die Mall zum Abendessen. So, wir sind auf dem Weg zum Abendessen. Wir laufen jetzt zur Mall rüber, so wie gestern. Und werden auch wieder in das Restaurant gehen von gestern. Und ich weiß nicht, wer hat Hunger? Geht so. Begeisterung. Ja, wir sind halt noch nicht so ganz da. Also ich bin noch nicht so ganz da. Ja, du hast ja noch ein bisschen geschlafen. Ein bisschen, ja, wie ein Stein. Ja. Das liegt aber auch am Jetlag natürlich, weil wir haben ja hier eine Stunde Zeitverschiebung. Das ist ja riesig. Ja, natürlich. Das ist der Jetlag, ja. Bei mir ist es dann aber 5 Stunden. 5 Ja. Jetlag. Ja. Okay, bei einer Stunde Zeitverschiebung 5 Stunden Jetlag. Ja. Mhm. Das klingt So logisch. muss ich leiden. 5 hier. Jetlags. Ja, Ja. 5 Jetlags. Genau, 5 Jetlags auf einmal. Ja, Lobby. Also man verläuft sich in diesem Hotel sehr leicht. So, noch schnell Geld gewechselt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir mal wieder von unseren Club
Clubwagen von gestern bekommen, mit dem wir quasi gestern hochgefahren wurden zur Mall. Ja, dann gucken wir mal. Aber ich weiß nicht, da ist niemand da. Ja, schauen wir mal. Hallo. Schauen wir mal, ob jemand da ist. Ja, oder wir fragen einfach. Ich frage mal kurz. Excuse me? Do you know if we can walk to the mall this way, or is it This just... way is for just the employee. You have to go this way to the main gate. Oh, Then go okay. to, Okay. Okay, thank... if you not busy too much, just wait 5 minutes. We will take you by the club car. That would be nice. Yeah, okay, then we can Okay, wait. You can wait 5 minutes. inside. Okay, thank you. Okay, also 5 Minuten warten. Okay, dann warten wir und dann kriegen wir unser Clubcar. Also unseres natürlich. Ja, genau. Im Clubcar. Ich glaube, ich habe die Lobby noch gar nicht gefilmt so richtig hier. Ist halt echt niemand da. Das ist irgendwie schade. Ist niemand da. Und hier kann man sich so... Warte mal, da war doch über Essen irgendwie. Ach ja, die Food Pictures, genau. Ja, heute gibt es noch was zu trinken. Ja. Ah, das kommt. Ach so. Aber die kommen erst langsam. Die brauchen ein bisschen, ja. Ah, das habe ich heute zum Frühstück gegessen. Ah ja, richtig. Und was ist das? Irgendwas Scharfes? Sajie. Mal gut. Okay, jetzt werden wir hochgefahren. Ich finde das aber wirklich praktisch, weil es ist schon ein bisschen zum Hochlaufen von hier bis zur Straße. Ja. Ja, Außerdem ist das chefig. ja, das stimmt. Leider ein bisschen dunkel, aber... So fühlt sich das also an, wenn man reich ist. Was? Ja, so fühlt sich das dann an, wenn man reich ist. Ja. Nur, dass wir dann pleite sind. Ja, genau. Das heißt, nachher müssen wir ganz schnell rennen Ja, beim Auschecken. ja. Ja, genau, jetzt geht's hoch. Muss ich mich hier ein bisschen festhalten. Achterbahn ist voll lustig. Ja, das stimmt. Das ist so rückwärts Achterbahn fahren. So. Ja. Weil wir also einfallsreich sind, haben wir uns gedacht, heute gehen wir mal einen ganz anderen Ort zum Essen. Nämlich an denselben, wo wir gestern waren. Ich weiß jetzt immer nicht, wie der heißt. Wie heißt der Laden? Ah, hier. Buffalo. Buffalo. Wegen den Chips. Wings and Rings. Rings. Ja, nicht Drinks. Ja, deshalb gehen wir heute nochmal hin, weil es so geil war. Gibt es ja gerne mal einen Caesar Salad und die Popcorn. Böppel. Popcorn Chicken. Popcorn Chicken, Entschuldigung, ich dachte, die heißen Böppel. Und Leute, das ist das Geilste überhaupt. Weil das ist kleine frittierte Hähnchenteile, also ultra frittiert und mit einer unfassbaren Soße oben drauf. Das knallt am Gaumen. So, muss essen. Was? Achso, ich werde gefilmt. Ja. Achso, ja, ich habe hier für die Chicken Wings habe ich Handschuhe bekommen, damit man sich nicht so einsaut. Das finde ich sehr praktisch. So. Hey, das sind 2. Das sind 2, das ist noch eins. Ja, Achso, das ist eine Beilage quasi. genau. Das ist der Salat. Ja, das ist der Salat. Ne, der Salat ist Ah, der da. Salat ist ja hier, genau. Ja, genau. Ja, sehr lecker. Ja. Achso, ich habe auch mein Gericht bekommen, Honey Mustard Chicken. Das ist so eine Art, ja, was ist das? Große Salatplatte mit viel Sachen drauf. Da gucken wir gleich mal, wie das so ist. Das ist ja fast besser als das kann ja nicht sein.
Nee. Anders. Es ist anders. Es ist süßer. Jetzt müsst ihr, probiert ihr mal. Nee, es ist anders. Das ist süßer, aber und ohne Schärfe. Geil. Ja. Gerade mit Salat. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Frühstück. Jetzt muss ich nur kurz zur Lobby nochmal, weil wir haben Wäsche abgegeben und die ist immer noch nicht gekommen. Ja, so kurz wegen der Laundry fragen. Und mal gucken, ob wir die jetzt heute bekommen. Zum ATM müssen wir dann auch noch. Und dann gucken, was so Sache ist, ob wir die jetzt bekommen oder nicht. So, mal schauen. Bin jetzt mal gespannt, ob wir die bekommen, die Laundry. 4 times and it should have been there yesterday at 4 p.m. So, can you help us? Yes. Already sent the laundry automatically, but now bring it for you only. So, meine Laundry kommt und ich gehe jetzt frühstücken. Die anderen sind schon mal vorgegangen. Genau, also Frühstück, ja. Es war jetzt ein bisschen stressig, weil ich irgendwie schon ein bisschen Angst hatte, dass die das jetzt verloren haben, weil ich schon 4-mal angerufen habe und da einfach nichts kam. Also die haben immer gesagt, ja, kommt. Okay, kommt. Aber da kam nichts. Jetzt hat er es gefunden. Ich glaube, die haben es einfach irgendwo in die Ecke geschmissen. So, frühstücken. Juhu. Also, Ja, und? er hat telefoniert, er hat es gefunden, dann hat er mich noch nach den Farben gefragt, wie es aussieht, zum Bestätigen. Dann habe ich gesagt, ja genau. Und er bringt es jetzt gleich aufs Zimmer. Gut. Ja. So, jetzt schauen wir mal hier. Frühstücksraum. Gibt einiges. Wir haben hier warme Speisen. Ja. Unser Tisch ist besetzt. So, wir haben hier Hummus, Falafel, wir haben Kartoffeln, wir haben Eier. Das ist super. Das Brot ist sehr lecker, ja. Wobei es sieht ein bisschen anders aus als gestern. Gestern war es nicht ganz so. Also gestern war es nicht ganz so hoch, habe ich das Gefühl. Es war ein bisschen niedriger. Aber auf jeden Fall sehr lecker. Hier gibt es noch Joghurt. Obst gibt es hier auch. Auch alles sehr lecker. Also das Angebot ist auf jeden Fall ziemlich gut. Hier gibt es auch noch mal so eher landestypische Sachen, Pickles. Auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, was Turnips sind, aber auf jeden Fall eingelegtes, also Pickles, Jalapenos, Salat. Und hier gibt es die Live Cooking Station quasi. Hier gibt es dann Eier, also Omelette. Und Halva. Ich werde vielleicht ein bisschen was essen. Halva ist aber so voll. Ja, da isst man ja auch irgendwie kein Kilo, sondern ein bisschen was. Dann gibt es hier noch Brot. Allerlei an Brot. Toast. Hier ist Müsli. Ja, haben wir eigentlich schon einen Tisch? Nein, aber es sind, glaube ich, genügend Tische frei. Also egal, wir können von mir aus auch direkt hier. Egal. So, also ich glaube, ich brauche kein Omelett, weil es gibt hier auch Rührei. Also hier gibt es auch Rührei. Ich glaube, ich werde heute das Rührei nehmen. Ich nehme Omelette. Ich will Omelette. Ja, das sieht ganz gut aus. Das werde ich auf jeden Fall nehmen. Und ich glaube, ein bisschen was Einheimisches. Mal schauen. Okay, das hier schaut auch ziemlich gut aus. Lauter Gebäck, Croissants, Cinnamon Rolls, Donuts, Muffins. Und du stellst dich beim Omelett an. Ja, aber es dauert mir zu lange. Ich glaube, Das dauert lang, ja. Ich Okay, will dann doch. ja. Falls du kein Omelett möchtest, sondern Rührei, das gibt es da hinten. Da gibt es Rührei, ganz normales. Also es gibt den. Oh, der wird gerade nachgefüllt, ja. Der wird gerade nachgefüllt. Wir können ja irgendjemand. Ja, ja, das ist eingelegt.
Okay. Ja, dann sucht ihr doch schon mal einen Tisch einfach und dann kommen wir nach. Haben wir noch keines? Oder fragt fragt doch mal den Mann mit dem Hut. Wie heißt Rührei? Ach, Scrambled. wie heißt Rührei? Scrambled. Ich muss gar nicht sagen, das ist ja schon fertig. Scrambled. So, dann werde ich mir jetzt auch was auf den Teller aufladen und dann mal frühstücken. So, fertig aufgeladen. Ich habe mir jetzt hier ein Rührei geholt und Hummus und ich weiß nicht mal, wie das hieß, das mit Auberginen, Falafel, was eingelegt ist und dieses leckere Brot. Was gibt es bei dir? Falafel. Falafel. Und Tomate. Okay. Und Rührei. Ja, super. Ja. Und Käse. Oh, Käse habe ich vergessen, verdammt. Naja, egal. Gut. Quietschi-Käse. Das ist das Halloumi, oder? Also ist der salzig. Ja? Oh, das ist was für dich. Oho, ist der salzig. Okay, dann muss ich den mal probieren, wenn der so salzig ist, angeblich. Ich mag ja Salz. Oh ja. Oh, geil. Quietschig und salzig. Ja, sehr lecker. Ich werde jetzt reinhauen. So, das war jetzt erstmal das Tote Meer und jetzt geht's in Richtung Süden zu Petra, zum Weltwunder. Und es wird auch ein bisschen kühler. Jetzt haben wir hier 40 Grad. Runter in Petra ist es nur 30 Grad. Na, schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal. Abo, Like nicht vergessen.